Und da sind wir wieder beim SF500-Projekt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, was habe ich die letzten Folgen gemacht? Ich habe das Motorrad komplett zerlegt, den Motor ausgebaut, den Rahmen anschließend überarbeitet und vorbereitet, damit er zum Pulverbeschichter kann. Beim Pulverbeschichter dauert das immer ein bisschen und während der Rahmen dann weg war, konnte ich mir die Zeit nehmen und ein paar Kleinteile hier, Sandstrahlen und Pulver beschichten. Und des Weiteren habe ich in dieser Zeit auch den Motor komplett überarbeitet. Das habt ihr in den letzten Folgen schon gesehen. Als der Motor dann fertig war, musste ich nur noch die Gabel überarbeiten. Und das war dann auch das letzte Teil, was vor dem Zusammenbau fertiggestellt werden musste. Und wie das ganze Motorrad jetzt zusammengebaut wird, das zeige ich euch in dieser Folge. Falls ihr keine weitere Folge verpassen wollt, wie immer, einfach Kanal abonnieren, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Und dann geht es jetzt mit dem Zusammenbau los. Für den Zusammenbau mache ich gerne hier so einen Bettlaken über meinen Montagetisch, damit das auch wirklich alles sehr sauber ist. Das ist jetzt der frisch gepulverte Rahmen. Ich kontrolliere den jetzt nochmal, jede kleine Ecke, ob es da vielleicht Probleme gibt, dass die Beschichtung nicht überall hingekommen ist. Das ist aber auch kein Problem, weil ich dann einfach mit Lack mehrere Schichten mit dem Pinsel auftrage, weil es ist wirklich schwierig, in die kleinsten Ecken reinzupulvern. Und dann kann ich den Rahmen so am besten vor der Korrosion schützen. Die Seriennummer wurde freigelassen beim Pulvern, damit die auch noch lesbar ist. Das habe ich hier abgeklebt und das wird jetzt auch nochmal mit ein paar Schichten Lack überzogen, damit der TÜV-Prüfer auch sehen kann, ja hier, das ist die richtige Seriennummer. Und so finde ich das eine elegante Lösung. Hier könnt ihr jetzt schön sehen, dass ich den Rahmen nur von innen reinige. Dazu nutze ich immer Aceton und gerade eben, das war der erste Durchlauf. Das hier ist jetzt der finale Durchlauf. Ihr seht, das kommt richtig klar raus. Alle Ölreste sind aus dem Rahmen draußen. Ihr wollt nicht einen neuen Motor bauen und das ganze Motorrad schön zusammenbauen und am Ende den größten Schmodder in dem Rahmen drin haben. Hier habe ich nochmal mit der Endoskopkammer alles kontrolliert. Ihr seht die Wände hier, schön blanker Stahl. Ich habe von unten mit der Taschenlampe reingeleuchtet, dass man es schön sehen kann. Und so bin ich zufrieden mit dem Rahmen und jetzt kann der Zusammenbau endgültig beginnen. Als ersten Schritt kommen die Lenkkopflager oder Steuerkopflager in den Rahmen rein. Ich habe mir hier neue Lenkkopflager bestellt und zwar nicht diese originalen Lager mit den Kugeln, sondern die Kegelrollenlager. Das sind aber passend für die SF500 die Lager. Ich habe bei dem Gabelumbau darauf geachtet, dass ich nicht irgendein Sonderlager nehme, sondern ganz normal die Originalen, um bei Problemen auch einfach austauschen zu können. Ich mache die gerne kalt, den Rahmen etwas warm und dann schiebe ich die ganz gemütlich da rein. Anschließend fette ich die natürlich noch. Das war jetzt hier nur zum Test, ob alles gut sitzt. Und danach habe ich hier die Gabel montiert, nachdem die schön gefettet waren. Untere Gabelbrücke rein, obere Gabelbrücke rein. Und den Rahmen sichere ich dann gerne mit meinem Kran und bock den ein bisschen auf. Dann kann ich nämlich hier die Gabel ganz schön reinschrauben, ohne irgendwie Angst zu haben, dass mir der Rahmen umfällt. Die Gabel habe ich ja in den anderen Videos überarbeitet. Falls euch interessiert, wie ich das gemacht habe, könnt ihr gerne in der Playlist nachsehen und euch das Video einfach angucken. So, die Gabel ist jetzt eingebaut, jetzt geht es an die Schwinge. Die hat natürlich auch neue Lager bekommen. Da gibt es nicht viel zu sagen zu der Schwinge. Reinstecken, Bolzen rein, beiden neuen Federn auch montieren und dann ist das Ganze schon geschehen. Vorne geht es dann mit den Lenkerklemmen weiter und dem Lenker. Ich habe hier einen Lenker genommen, der in der Mitte dicker ist. Das sieht einerseits besser aus, hat aber auch den Vorteil, dass es ein bisschen stabiler ist. Und dann ist es auch schon soweit, das Vorderrad einzubauen. Das Vorderrad stammt von einer Husqvarna 701, das ist ein 17 Zoll Vorderrad mit 3,5er Breite. Ein schöner Nebeneffekt ist hier die große Bremsscheibe, die die Bremswirkung der SF500 deutlich erhöht. Nachdem das Vorderrad jetzt drin ist, habe ich noch schnell den Kotflügel montiert. Und dann bin ich auch schon beim Hinterrad. Das Hinterrad stammt auch von der Husqvarna 701 und diese Felge ist 5 Zoll breit. Das war super knapp, hat aber in die Schwinge reingepasst. Die SF500 hat original eine Trommelbremse. Hier seht ihr schön, ich habe auf Scheibenbremse umgerüstet. Die
Die originalen Fußrastenhalter werden hier von diesen Gummibuchsen gehalten. Ihr seht, die sind ziemlich ausgenudelt und schon porös und auseinandergebröselt ein bisschen. Ich habe auf der Drehmaschine mir neue Teile gemacht aus Kunststoff. Die stecke ich jetzt hier in den Rahmen ein und montiere dann die Fußrastenhalter mit den Fußrasten. Hier habe ich mir auch noch welche aus Edelstahl gekauft, die seht ihr gleich. Und das Ganze bietet dann natürlich auch ein sportlicheres Feedback, weil Gummi ist natürlich ein bisschen weicher als das Kunststoff, was ich hier verwendet habe. So komme ich zu Unterlegscheiben und pulverbeschichteten Teilen. Die Unterlegscheiben werden ja immer aus Blechen gestanzt, deswegen sind die nie plan eben, die haben immer so eine leichte Wölbung und eine kleine Kante. Bei pulverbeschichteten Teilen mache ich diese Wölbung nach innen, also jetzt, dass der Innenring weiter innen steht und dadurch schneidet der äußere Rand der Unterlegscheibe nicht in die Pulverbeschichtung ein. Bei normalen Teilen mache ich das natürlich immer andersrum und ich achte auch darauf, dass jede Unterlegscheibe so rum montiert ist, also ich bin da ein bisschen, ja ich sag mal, Depp. Die Schraube für die Fußraste ist von oben durchgesteckt, damit, falls die Mutter sich lockert, nicht die Schraube rausfallen kann und die Fußraste dann abfällt. Das Typenschild wird natürlich auch wieder festgenietet. Hier habe ich ein ganz cooles Werkzeug gefunden. Das ist wie so ein Akkuschrauber, aber extra für Nieten. Der ist aus China, aber passen auch meine Makita-Akkus rein, deswegen das Ding ist echt geil. Und jetzt erfolgt das Wichtigste, die Hochzeit von Motor und Rahmen. Der Motor, den ich neu aufgebaut habe, der darf endlich wieder in den Rahmen rein. Dazu muss ich vorher nochmal die Fußraste und den Bremshebel abmontieren. Und den Rahmen selbst schütze ich mir mit ein paar alten T-Shirts. Zum Abschluss schnell noch den Vergaser dran gesteckt. Und hier seht ihr jetzt das montierte Motorrad. Es ist noch nicht ganz fertig, es fehlt noch einiges. In den nächsten Folgen geht es dann um Kabelbaum, Kette auflegen und viele, viele Kleinigkeiten. Falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn ihr sehen wollt, wie das Motorrad in den nächsten Videos fertiggestellt wird, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video.